Hallo Alex. Schön, dass du wieder da bist. Heute machen wir weiter mit den B1 Redewendungen. Die Nummern 101 bis 150. Bist du bereit? Hallo Moni. Ja, total. Nach den ersten 100 Bildern bin ich gespannt, was jetzt noch kommt. Heute geht es um Durchsetzung, Scheitern, Arbeit und noch mehr bildhafte Ausdrücke aus dem Alltag. Perfekt. Los geht's. Fangen wir mit Durchsetzung an. Seinen Kopf durchsetzen, was bedeutet das? Wenn man seinen Willen bekommt, auch gegen andere? Genau. Er will seinen Kopf unbedingt durchsetzen, egal was die anderen sagen, oder sie hat ihren Kopf durchgesetzt und das Projekt allein gemacht, also stur sein eigenes Ding machen. Und das Gegenteil? Wenn jemand kritisiert wird? Jemandem den Kopf waschen? Ja, jemanden scharf kritisieren, wie eine strenge Wäsche. Der Trainer hat der Mannschaft ordentlich den Kopf gewaschen, oder meine Mutter wusch mir den Kopf, weil ich zu spät kam, also eine Standpauke halten. Und wenn man schnell laufen muss? Die Beine in die Hand nehmen? Lacht, ja, als ob man die Beine in die Hand nimmt, um schneller zu sein. Wir müssen die Beine in die Hand nehmen, wenn wir den Bus noch erwischen wollen, oder er nahm die Beine in die Hand und rannte los, also schnell rennen. Und wenn man losgeht? Sich auf die Socken machen? Ja, sich auf den Weg machen. Die Socken sind die Füße. Es ist spät, ich mache mich lieber auf die Socken, oder wir sollten uns jetzt auf die Socken machen, sonst wird es dunkel, also aufbrechen, losgehen. Und wenn man einen Job kündigt? Seinen Hut nehmen? Ja, früher nahm man seinen Hut, wenn man ging. Nach der Kritik hat er seinen Hut genommen, oder der Trainer nahm seinen Hut, nachdem die Mannschaft verlor, also gehen, kündigen, zurücktreten. Und wenn man genau richtig liegt? Ins Schwarze treffen? Ja, wie beim Schießen ins Zentrum der Zielscheibe. Deine Kritik hat ins Schwarze getroffen, oder, mit seiner Vermutung traf er voll ins Schwarze, also genau richtig liegen. Und wenn man etwas ohne Mühe schafft? Etwas aus dem Ärmel schütteln? Ja, wie ein Zauberer, der Dinge aus dem Ärmel zaubert. Die Lösung hat er einfach so aus dem Ärmel geschüttelt, oder, den Aufsatz schüttelte sie nur so aus dem Ärmel, also mühelos schaffen. Und wenn man etwas riskiert? Sein Glück versuchen? Ja, etwas wagen, in der Hoffnung auf Erfolg. Er will sein Glück als Schauspieler in Hollywood versuchen, oder, sie versucht ihr Glück bei dem Gewinnspiel, also es probieren. Und wenn man der Beste ist? Den Vogel abschießen? Lacht, ja, früher beim Vogelschießen traf der beste Schütze den Vogel. Mit ihrem fantastischen Kleid schoss sie den Vogel ab, oder, sein Vortrag schoss den Vogel ab und gewann den ersten Preis, also alle übertreffen. Und wenn man bekannt wird? Sich einen Namen machen? Ja, berühmt werden in einem Bereich. Der junge Künstler macht sich langsam einen Namen, oder, sie hat sich in der Branche einen Namen gemacht, also bekannt werden. Und wenn man eine Krise überwindet? Die Kurve bekommen? Ja, wie ein Auto, das in der Kurve nicht von der Straße abkommt. Die Firma hat die Kurve gerade noch bekommen, oder er hatte große Probleme, aber er hat die Kurve bekommen, also sich retten, es noch schaffen. Und wenn man gewinnt? Das Rennen machen? Ja, den Wettbewerb gewinnen. Bei der Wahl hat der Kandidat der Grünen das Rennen gemacht, oder, welches Team macht wohl das Rennen, also siegen, gewinnen. Und wenn man etwas beendet? Den Sack zu machen? Ja, wie einen Sack zubinden, wenn er voll ist. Lass uns den Sack zu machen, es ist spät, oder, bevor wir gehen, müssen wir noch den Sack zu machen, also abschließen, fertig machen. Und wenn man keine Energie mehr hat? Sein Pulver verschossen haben? Ja, vom Schießen, wenn die Munition alle ist. Nach den ersten beiden Toren hatte die Mannschaft ihr Pulver verschossen, oder, am Ende des Tages hatte er sein Pulver verschossen und konnte nicht mehr, also keine Kraft mehr haben. Und wenn etwas verloren geht? Auf der Strecke bleiben?
Ja, wie bei einem Rennen, wo manche liegen bleiben. Bei dem harten Wettbewerb bleiben viele kleine Firmen auf der Strecke, oder seine Gesundheit blieb bei dem Projekt auf der Strecke, also verloren gehen, scheitern. Und das hatten wir endlich schon, auf die Nase fallen? Ja, genau, scheitern, einen Misserfolg haben. Mit dieser Geschäftsidee ist er ganz schön auf die Nase gefallen, oder, wenn du nicht gut vorbereitet bist, wirst du auf die Nase fallen, also scheitern. Und wenn es gerade so klappt? Mit Ach und Krach? Ja, mit Mühe, knapp, gerade noch. Sie hat die Prüfung mit Ach und Krach bestanden, oder, das Projekt wurde mit Ach und Krach fertig, also sehr knapp. Und ähnlich mit Hängen und Würgen? Ja, auch mit großer Mühe, fast schon scheiternd. Mit Hängen und Würgen erreichte er den Zug, oder, die Mannschaft gewann mit Hängen und Würgen, also gerade so, mit letzter Kraft. Und wenn man rechtzeitig stoppt? Die Reißleine ziehen? Ja, wie beim Fallschirm oder bei der Notbremse. Bei dem Projekt mussten wir frühzeitig die Reißleine ziehen, oder, wenn die Kosten so steigen, sollten wir die Reißleine ziehen, also abbrechen, um Schlimmeres zu verhindern. Und wenn man zurücktritt? Einen Rückzieher machen? Ja, wie ein Boxer, der zurückweicht. Er hatte versprochen zu helfen, aber dann einen Rückzieher gemacht, oder, kurz vor dem Vertragsabschluss machte die Firma einen Rückzieher, also sein Wort brechen, sich zurückziehen. Und wenn man sich zurückzieht aus Scham? Den Schwanz einziehen? Ja, wie ein Hund, der den Schwanz einzieht, wenn er Angst hat. Nach der Niederlage zog die Mannschaft den Schwanz ein, oder, er zog den Schwanz ein und gab klein bei, also klein beigeben, sich unterwerfen. Und wenn man aufgibt? Sich geschlagen geben? Ja, die Niederlage eingestehen. Nach langem Streit gab er sich schließlich geschlagen, oder, sie will sich niemals geschlagen geben, auch wenn es aussichtslos scheint, also aufgeben. Und ein anderer Ausdruck für aufgeben? Das Handtuch werfen? Ja, aus dem Boxsport, der Trainer wirft das Handtuch, wenn sein Boxer nicht mehr kann. Nach dem 5. vergeblichen Versuch warf er das Handtuch, oder, wir werfen noch nicht das Handtuch, wir kämpfen weiter, also aufgeben. Und wenn nichts passiert? Ins Leere laufen? Ja, wie ein Schuss, der kein Ziel trifft. Alle meine Bemühungen sind ins Leere gelaufen, oder, die Diskussion lief ins Leere, weil keiner zuhörte, also erfolglos sein, nichts bewirken. Und wenn man auf Widerstand stößt? Auf Granit beißen? Ja, Granit ist sehr hart. Man beißt darauf, aber es gibt nicht nach. Mit seinem Vorschlag biss er bei seinem Chef auf Granit, oder, sie biss bei ihren Eltern mit der Bitte um Geld auf Granit, also abgewiesen werden. Und wenn man seinen Ort verlässt? Seine Zelte abbrechen? Ja, wie Nomaden, die ihre Zelte abbrechen und weiterziehen. Er brach seine Zelte in der Heimatstadt ab und zog nach Berlin, oder, die Firma hat ihre Zelte hier abgebrochen und ist ins Ausland gegangen, also den Ort wechseln, auswandern. Und wenn man sich schnell entfernt? Sich aus dem Staub machen? Ja, wie eine Staubwolke, die man hinterlässt, wenn man schnell wegrennt. Die Diebe haben sich mit der Beute aus dem Staub gemacht, oder, er machte sich schnell aus dem Staub, bevor die Arbeit losging, also flüchten, verschwinden. Und wenn man leer ausgeht? Das Nachsehen haben? Ja, hinterhersehen, wenn andere schon weg sind. Wenn du nicht schnell bestellst, wirst du das Nachsehen haben, oder alle anderen bekamen ein Geschenk, nur ich hatte das Nachsehen, also nichts bekommen. Und wenn man gerettet ist? Aus dem Schneider sein? Ja, aus der Schneiderwerkstatt, wenn der Anzug fertig ist. Oder vom Kartenspiel, wenn man nicht mehr verlieren kann. Wenn wir diese Prüfung schaffen, sind wir aus dem Schneider, oder, jetzt, wo die Finanzierung gesichert ist, sind wir aus dem Schneider, also in Sicherheit sein. Und wenn man eine Situation noch dreht? Die Wende schaffen? Ja, wie in der Geschichte die Wende 1989. Alles ändern. Mit diesem Kraftakt schaffte die Firma noch die Wende,
oder sie haben im letzten Moment die Wende geschafft und das Spiel gewonnen, also eine Trendwende. Und wenn jemand besonders behandelt wird? Eine Extrawurst bekommen? Lacht, ja, eine Extrawurst, mehr als die anderen. Mein kleiner Bruder bekommt immer eine Extrawurst oder, bei uns gibt es keine Extrawurst, für alle gelten die gleichen Regeln, also Sonderbehandlung. Und wenn alle zusammenarbeiten? Am gleichen Strang ziehen? Ja, wie beim Seilziehen, alle in die gleiche Richtung. Wenn wir erfolgreich sein wollen, müssen wir alle am gleichen Strang ziehen, oder, in der Familie ziehen wir immer am gleichen Strang, also gemeinsam, einig. Und wenn man für andere die Arbeit macht? Die Kastanien aus dem Feuer holen? Ja, sich für andere in Gefahr begeben. Die Kastanien sind heiß aus dem Feuer. Für andere holt er immer die Kastanien aus dem Feuer, oder, ich habe keine Lust, für dich die Kastanien aus dem Feuer zu holen, also die riskante Arbeit für andere machen. Und ähnlich den Karren aus dem Dreck ziehen? Ja, ein schwieriges Problem lösen, eine verfahrene Situation retten. Jetzt müssen wir den Karren aus dem Dreck ziehen, oder, er war es, der den Karren aus dem Dreck gezogen hat, also die Rettungsaktion machen. Und wenn man etwas nicht selbst machen will? Sich die Finger schmutzig machen? Ja, bei unangenehmen oder unehrlichen Sachen nicht mitmachen. Bei dieser krummen Sache will ich mir nicht die Finger schmutzig machen, oder, er macht sich nie die Finger schmutzig und lässt andere die Arbeit machen, also die Drecksarbeit vermeiden. Und wenn man die schlechteste Aufgabe bekommt? Die Arschkarte gezogen haben? Lacht, ja, derb, aber sehr gebräuchlich. Beim Kartenspiel ist die Arschkarte die schlechteste. Bei der Schichtarbeit habe ich mal wieder die Arschkarte gezogen und muss am Wochenende ran, oder, er hat die Arschkarte gezogen und darf den ganzen Dreck aufräumen, also das schlechteste Los haben. Und wenn man seinen Job verliert? Seinen Job loswerden? Ja, gekündigt werden. Nach der Kündigung ist er seinen Job losgeworden, oder, wenn du so weitermachst, wirst du deinen Job loswerden, also entlassen werden. Und wenn man nichts tut? Die Hände in den Schoß legen? Ja, sich ausruhen, nichts tun, während andere arbeiten. Du kannst dich nicht einfach zurücklehnen und die Hände in den Schoß legen, oder, er legt gern die Hände in den Schoß und lässt andere arbeiten, also faul sein. Und wenn man die Schuld für andere übernimmt? Seinen Kopf hinhalten? Ja, die Verantwortung tragen, oft für andere. Er musste für den Fehler eines anderen den Kopf hinhalten, oder, ich werde nicht deinen Kopf für dich hinhalten, also der Sündenbock sein. Und Arbeitssituationen? Im Dienst sein? Ja, arbeiten, Dienst haben. Entschuldigung, ich kann jetzt nicht sprechen, ich bin im Dienst, oder, ist heute jemand im Dienst, der sich um die Reparatur kümmern kann, also Bereitschaft haben. Und Überstunden? Überstunden machen? Ja, länger arbeiten als vertraglich vereinbart. Diese Woche musste ich wieder viel Überstunden machen, oder, machen Sie bei Ihrer Firma oft Überstunden? Das ist leider oft nötig. Und wenn man Druck hat? Unter Druck stehen? Ja, Stress haben, Zeitdruck oder Leistungsdruck. Vor der Präsentation stand ich sehr unter Druck, oder, das Unternehmen steht finanziell unter enormem Druck, also in einer stressigen Situation. Und wenn man durchhalten muss? Die Zähne zusammenbeißen? Ja, Schmerz oder Druck aushalten, ohne zu klagen. Ich musste die Zähne zusammenbeißen, um den Schmerz auszuhalten, oder, jetzt heißt es die Zähne zusammenbeißen und durchhalten, also stark sein. Und wenn man sich durchkämpft? Sich durchboxen? Ja, wie ein Boxer, der sich durch alle Kämpfe schlägt. Im Leben muss man sich manchmal durchboxen, oder, er hat sich trotz aller Hindernisse durchgeboxt, also sich durchsetzen, trotz Widerständen. Und wenn man ein gutes Verhältnis hat? Einen guten Draht zu jemandem haben? Ja, eine gute Verbindung, wie ein Telefondraht. Mein Bruder hat einen guten Draht zu unseren Großeltern, oder, ich habe einen guten Draht zu meinem Chef, also sich gut verstehen, gut kommunizieren. Und wenn man etwas nicht bedacht hat?
Die Rechnung ohne den Wirt machen? Ja, im Restaurant ohne den Wirt zu fragen, wie viel es kostet. Also wichtige Faktoren vergessen. Wenn du denkst, das wird einfach, machst du die Rechnung ohne den Wirt, oder sie haben die Rechnung ohne den Wirt gemacht und die Gegenwehr nicht einkalkuliert, also falsch planen. Und wenn man etwas aufschiebt? Etwas auf die lange Bank schieben? Ja, früher saßen Richter auf langen Bänken, wenn sie Zeit brauchten. Also etwas verzögern. Ich habe die Steuererklärung schon wieder auf die lange Bank geschoben, oder schieb es nicht immer auf die lange Bank, mach es endlich, also prokrastinieren. Und wenn man sparen muss? Den Gürtel enger schnallen? Ja, den Gürtel enger machen, wenn man abnimmt oder wenn man weniger Geld hat. In der Krise müssen wir alle den Gürtel enger schnallen, oder, wenn ich mir ein Auto kaufe, muss ich den Gürtel enger schnallen, also sparen, sich einschränken. Und wenn man schneller macht? Auf die Tube drücken? Ja, wie bei der Zahnpastatube oder beim Gasgeben im Auto. Wir müssen auf die Tube drücken, wenn wir rechtzeitig ankommen wollen, oder, kannst du mal ein bisschen auf die Tube drücken, also schneller machen. Und zum Schluss, wenn man viel Geld ausgibt? Den Rubel rollen lassen? Ja, der Rubel ist die russische Währung. Aber hier allgemein, Geld ausgeben, die Wirtschaft ankurbeln. Im Urlaub haben wir ganz schön den Rubel rollen lassen, oder im neuen Restaurant lassen die Gäste den Rubel rollen, also viel Geld ausgeben. Puh, 150 Stück. Jetzt haben wir wirklich viele Bilder. Ja, 150 B1 Redewendungen. Das ist eine Menge. Was nehme ich mit? Die Arbeitsausdrücke sind super: Überstunden machen, unter Druck stehen, die Zähne zusammenbeißen. Und die fürs Scheitern: auf die Nase fallen, ins Leere laufen. Und die für Zusammenarbeit? Am gleichen Strang ziehen? Ja, genau. Den kannst du im Büro gut brauchen. Danke, Moni. Das war wieder großartig. Gern geschehen. Und jetzt Feierabend. Ich bin auch am Ende. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis bald, Alex. Halt die Ohren steif.